Let's Go Race, the channel for virtual motorsport. Servus zusammen zu einem neuen Video. In diesem Video habe ich den Aelox Project Sim Sequential Shifter für euch. Das ist die 2019er und neueste Shifter-Generation der russischen Firma Aelox Projects. In diesem Video werden wir uns den Shifter genau ansehen. Was ist alles im Paket enthalten, wie wird der Shifter befestigt und wie fühlt sich der Shifter an. Dann gehen wir noch etwas auf die technischen Daten ein und am Ende testen wir den Shifter am Simulator. Beginnen wir mit dem Lieferumfang des Shifters. Hier haben wir die eigentliche Box mit der ganzen Technik und Elektronik. Hier haben wir den Schaltknauf und die dazugehörigen Hebel, welche später mit der Hauptbox zusammengebaut werden. Das hier ist die Befestigungsplatte, um den Shifter an Aluprofile oder an eine Befestigungsmöglichkeit an eurem Simulator zu befestigen. Ebenfalls haben wir eine Klemme mit Zubehör, um den Shifter beispielsweise an einem Schreibtisch zu klemmen. Um den Shifter mit dem PC zu verbinden, haben wir noch ein 1,7 Meter langes USB-Kabel. Auf der einen Seite haben wir ein USB-B, dieser ist für den Shifter, und auf der anderen Seite haben wir einen ganz normalen USB-A, um den Shifter mit dem PC zu verbinden. Außerdem bekommt ihr noch eine Software per E-Mail zugesendet, um das RGB-Licht im Inneren des Shifters zu bedienen. Darauf gehen wir aber später noch genauer drauf ein. Beginnen wir mit der Hauptbox. Neben der Elektronik und der Technik haben wir hier diverse Befestigungsmöglichkeiten. Dazu zählen diese beiden Gewinde und Schrauben auf der linken Seite. Und diese beiden Gewinde an der Unterseite des Shifters. Diese Gewinde sind, um die Halteplatte mit der Hauptbox zusammenzubauen. Hier haben wir beidseitig diese Löcher. Und auf der Unterseite diese beiden Freimachungen. Diese sind, um die Klemme mit der Hauptbox zusammenzubauen. Auf der Rückseite haben wir dann noch die USB-B-Buchse, um das Kabel mit dem Shifter zu verbinden. Auf der unteren rechten Seite haben wir noch einen Knopf. Dieser ist, um den Shifter in den Bootmodus zu bringen. Dies ist nötig, um die Firmware zu updaten. Durch die Plexiglasscheibe haben wir hier sogar die Möglichkeit, in den Shifter zu sehen. Auch das RGB-Licht ist im Inneren des Shifters verbaut. Das RGB-Licht und die dazugehörige Software zeige ich euch später am Simulator. Außerdem können wir jetzt hier wichtige Komponenten im Inneren sehen. Hier haben wir zum ersten das Gewinde, um den Hebel reinzudrehen. Dann haben wir hier natürlich die Achse mit der Feder, welche für den Widerstand sorgt, und auf der linken Seite ebenfalls die beiden Kugelfedern, welche auch für ein realistisches Schaltgefühl sorgen. Kommen wir nun zum Hebel und dem Schaltknauf. Der Hebel ist ohne Gewinde 70 mm lang. Der Schaltknauf ist 60 mm lang und hat einen Durchmesser von 34 mm. Um den Hebel mit der Hauptbox zu verbinden, schrauben wir die Seite mit dem kürzeren Gewinde in den Shifter rein. Jetzt nur noch den Schaltknauf auf den Hebel drehen und somit sind wir mit diesem Schritt auch schon fertig. Wenn der Shifter zusammengebaut ist, haben wir eine Gesamthöhe von 175 mm.
Starten wir nun mit den Befestigungsmöglichkeiten für die Halteplatte. Die Halteplatte kann an dem Shifter in 4 verschiedenen Positionen befestigt werden. Somit haben wir auch 4 verschiedene Varianten, um den Shifter an eurem Simulator zu befestigen. Die ersten beiden Varianten haben wir hier seitlich. Hier können wir die Halteplatte über die Gewinde nach unten und nach hinten befestigen. Dazu schraubt ihr zuerst diese beiden Schrauben raus und danach könnt ihr die Platte über die passenden Löcher mit den Schrauben an der Hauptbox befestigen. Das ist die erste Variante. Und das ist die zweite Variante. Die Halteplatte kann auch nur auf der linken Seite angewendet werden. Wenn ihr die Halteplatte an der Unterseite befestigen wollt, nutzt ihr die Schrauben der Klemme, welche ihr vorher demontieren müsst. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr die Platte in 2 verschiedenen Varianten anwenden. Die erste Variante.
und die zweite Variante. Diese beiden M5er Gewinde können natürlich auch genutzt werden, um den Shifter direkt auf eine Platte draufzuschrauben. Montieren wir den Shifter nun an ein Aluminiumprofil. Dazu habe ich mir zwei M6 Schrauben vorbereitet. Damit können wir die Halteplatte durch diese großen Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm an das Aluprofil schrauben. Man kann natürlich auch M8 Schrauben verwenden. Ich nutze jetzt hier aber M6 Schrauben mit jeweils einer Unterlegscheibe. Die Montageplatte habe ich schon an den Shifter angebracht. Jetzt schrauben wir den kompletten Shifter über die Löcher in der Montageplatte an das Aluminiumprofil. Wir haben die Nutensteine etwas versetzt angebracht, da wir dieses und dieses Loch jetzt nutzen. Jetzt haben wir außerdem noch die Möglichkeit, den Shifter etwas zu neigen. Ziehen wir die Schrauben jetzt fest. Und schon sind wir mit der Montage fertig. Machen wir jetzt mit der Klemme weiter. Mit der Klemme können wir den Abstand zwischen 0 und 30 mm spannen. Um die Klemme nutzen zu können, werden wir die Klemme jetzt zuerst mit der Hauptbox zusammenbauen. Dazu nehmen wir die Klemme und die dazugehörigen Schrauben, dann stecken wir die Klemme in diese Freimachungen. Nun müssen wir die Klemme nur noch über diese Löcher mit der Hauptbox verschrauben. Und schon können wir die Klemme verwenden.
Zusätzlich haben wir diese zwei Silikonfüße und diesen PVC-Überzug für die Klemme, damit der Shifter nicht verrutscht und auch die Oberfläche nicht verkratzt. Diese beiden Teile kommen an die Unterseite der Hauptbox und das hier kommt direkt an die Klemme. Klemmen wir den Shifter jetzt an diese Platte, um zu sehen, wie gut die Klemme hält. Und wie wir feststellen, hält der Shifter wirklich extrem gut und verschiebt sich noch keinen Millimeter. Kommen wir nun zu den technischen Daten, den Materialien und den Kosten des Shifters. Der Shifter, die Halteplatte und die Klemme sind aus lasergeschnittenem rostfreien Stahl. Der Schaltknauf ist aus Aluminium. Der Hebel und die Teile im Inneren des Shifters sind aus Edelstahl. Die Schrauben sind ebenfalls aus Stahl und haben die Festigkeitsklasse 10.9. Die beiden Füße sind aus Silikon und der Überzug für die Klemme ist aus PVC. Die Hauptbox des Shifters ist 54 mm hoch, 63,5 mm breit, mit den Schrauben und den Muttern an der Seite etwa 73 mm breit. Die Länge des Shifters inklusive der USB-Buchse auf der Rückseite beträgt 117 mm. Der Shifter wiegt inklusive Hebel und Schaltknauf 1150 Gramm, zusammen mit der Klemme 1490 Gramm und zusammen mit der Halteplatte 1339 Gramm. Der Shifter kostet 165 US-Dollar. Dazu kommen 45 US-Dollar weltweiter EMS-Versand. Damit haben wir einen Preis von 210 US-Dollar. Dies entspricht momentan etwa 188 Euro. Wenn der Shifter nach Deutschland versendet wird, müsst ihr noch zusätzlich die Zollgebühren bezahlen, bzw. die Mehrwertsteuer des jeweiligen Landes. Ihr bekommt außerdem noch ein Jahr Garantie. Jetzt gehen wir an den Simulator, dort zeige ich euch noch die RGB-Beleuchtung und wie man sie einstellt. Ich werde euch demonstrieren, wie viel Kraft ihr aufwenden müsst, um den Shifter zu betätigen, zeige euch, wie laut der Shifter ist und danach machen wir eine Probefahrt in iRacing mit dem Radical SR8 auf dem Nürburgring. Jetzt kommen wir zur RGB-Beleuchtung des Shifters. Der Shifter ist schon angeschlossen, jedoch habe ich die Beleuchtung noch ausgeschaltet bzw. auf schwarz eingestellt. Gehen wir kurz auf die Software ein. Oben links haben wir einige Basics Colors, welche wir einfach anklicken können und der Shifter übernimmt dann diese Farbe. Hier jetzt zum Beispiel grün. Über den Button Pick String Color können wir eine Farbe auswählen, die momentan auf unserem Desktop zu erkennen ist. Hier zum Beispiel das Blau von Facebook oder Twitter.
Unter Custom Colors können wir eigene Farben abspeichern. Auf der rechten unteren Seite können wir den Farbencode eingeben, falls wir eine ganz bestimmte Farbe möchten. Dann zeige ich euch mal ein paar Farben. Die Software für die RGB-Beleuchtung ist kostenlos und im Komplettpaket des Shifters enthalten. Die RGB-Beleuchtung ist auch nicht zu hell, ihr werdet also auch nicht geblendet. Falls es euch doch zu hell sein sollte, könnt ihr die Helligkeit über den Regler auf der rechten Seite verschieben und die Beleuchtung wird etwas dunkler. Testen wir nun die Stärke des Shifters. Zuerst gehe ich aber noch etwas auf das Feeling des Shifters ein. Wir haben im Inneren des Shifters eine große starke Feder an der Drehachse, welche für einen großen Widerstand sorgt. Außerdem haben wir zwei Kugelfedern verbaut, welche für ein realistisches Schaltgefühl sorgen. Durch die Verwendung von Kugelfedern ist der größte Kraftaufwand, den wir aufbringen müssen, direkt am Anfang. Bedeutet, wenn wir den Shifter ziehen, müssen wir direkt am Anfang eine große Kraft aufwenden und desto weiter wir ziehen, desto weniger Kraft müssen wir aufwenden. Dies führt dazu, dass wir automatisch bis zum Anschlag ziehen, da wir die Kraft, die wir am Anfang aufwenden müssen, nicht so schnell wieder wegnehmen können. Durch die Verwendung von zwei Kugelfedern wird dieser Effekt bei diesem Shifter sogar noch verstärkt. Somit schalten wir bei jedem Schaltvorgang immer bis zum Anschlag und es fühlt sich genauso an wie in einem realen Auto. Testen wir nun, wie viel Kraft wir aufwenden müssen, um den Shifter zu betätigen. Dies testen wir mit 15, 10 und 5 Gummis. Ich ziehe immer bis zu einem vorher festgelegten Punkt und somit weiß ich, wie viel Kraft ich aufwenden muss. Vorher habe ich die Gummis mit diesem Messgerät gemessen und dabei kam heraus, dass 15 Gummis bis zum festgelegten Punkt etwa 6,7 Kilogramm entsprechen, 10 Gummis etwa 4,7 Kilogramm und 5 Gummis etwa 2,5 Kilogramm. Der festgelegte Punkt ist, wenn die Gummis den linken Bildrand berühren. Beginnen wir mit den 15 Gummis, welche 6,7 Kilogramm entsprechen. Mit den 6,7 Kilogramm können wir den Shifter, wie wir sehen können, problemlos betätigen. Machen wir weiter mit 10 Gummis, welche 4,7 Kilogramm entsprechen. Auch mit 4,7 Kilo lässt sich der Shifter noch gut schalten, jedoch müssen wir schon sehr nah an den vorher festgelegten Punkt. Und zu guter Letzt machen wir den Test mit 5 Gummis, welche 2,5 Kilogramm entsprechen.
Hier ist der festgelegte Punkt mit 2,5 Kilo. Wir müssen allerdings noch etwas weiter ziehen, somit können wir sagen, dass wir mit den 2,5 Kilo den Shifter nicht betätigen können. Da wir den Shifter mit den 4,7 Kilogramm betätigen konnten, würde ich sagen, dass wir etwa bei 3 bis 3,5 Kilogramm sind, um den Shifter zu betätigen. Kommen wir nun zum Lautstärkentest. Wir werden diesen Test mit einem Dezibel-Messgerät durchführen. Hier im Raum haben wir etwa 40 Dezibel. Wenn wir den Shifter betätigen, sind wir etwa zwischen 70 und 74 Dezibel. Das Schaltgeräusch ist sehr deutlich zu hören, was wir auch gleich beim Fahren hören können. Bevor wir mit dem nächsten Schritt weitermachen, blende ich euch noch alle Zeichnungen und Maße ein, die uns für diesen Shifter zur Verfügung stehen. Jetzt zu meinem Fazit. Zu den Shiftern, die ich bisher testen konnte, gehören der Trustmaster TH8A, der FrexShift Plus und der Heusinkwelt Sim Sequential Shifter. Und der iLok Shifter ist durch die beiden Kugelfedern und die starke Feder an der Drehachse vom reinen Fahrgefühl der beste Shifter, den ich bisher testen konnte. Wir haben außerdem viele Befestigungsmöglichkeiten, es wurden hochwertige Materialien verwendet, welche auch sehr gut verarbeitet wurden. Auch der Sound des Shifters ist sehr gut und etwas lauter als andere Shifter. Preislich siedelt er sich in der gleichen Region wie der Heusinkwelt und der Frex an. Für alle, die einen anderen Schaltknopf nutzen möchten, habe ich auch eine gute Nachricht. Hier wird, wie am Anfang schon erwähnt, ein M10-Gewinde wie bei vielen anderen Shiftern verwendet. Hier könnt ihr also auch nach Belieben tauschen. Hier kann ich zum Beispiel mal einen Sparco-Schaltknopf zur Demonstration montieren. Für den Sparco-Schaltknopf habe ich eine Buchse mit einem M10-Gewinde angefertigt, welche wir im Inneren des Schaltknopfs sehen können. Jetzt geht es in den Simulator und wir fahren ein paar Runden. Zuerst eine Runde ohne Motor und dann eine Runde mit Motorsound.